Hallo zu einem weiteren Video zum iConnect-System. Wir befinden sich heute live in der IQ-Stage in St. Valentin. Ich bin der Lukas Tremmel, ich bin Techniker bei der Firma P-Aqua. Wir werden heute über den Luxon Aquastar R reden. Der Luxon Aquastar R ist unsere Poolsteuerung, unsere Niveausteuerung und kann auch unsere Temperatursteuerung sein. Wir haben hier 7 Positionen und 6 Wege, angefangen von Filtern, Rückspülen, Glasspülen, Entleeren, Zirkulieren, Geschlossen und die Winterposition. Wir haben hier unsere Poolsteuerung. Das Ventil steht auf Filtern. Bei 1.2 haben wir unsere Freigabe für die Filterpumpe. Hier können wir sie ein- und ausschalten. Direkt darunter bei 1.3 haben wir den Filterpumpen-Sollwert, der ist auf 20% eingestellt. Daneben haben wir bei 1.4 den Filterdruck. Momentan läuft unsere Filterpumpe nicht, darum ist er bei 0. Hier können wir die Poolsteuerung quittieren, falls ein Fehler auftritt. Bei 3 haben wir Filtern. Hier können wir händisch filtern, auslösen, falls die Filterpumpe nicht laufen sollte. Bei 4 haben wir die Position Zirkulieren, die wir händisch aktivieren können. Hier bei 5 haben wir diesen Rückspül-Button, den werde ich jetzt auslösen. Jetzt schaltet sich unsere Filterpumpe aus und unser Kanalventil öffnet sich. Der Ventilteiler von Aquastar hebt sich, fährt von Filtern auf die Position Rückspülen. Bei 6 haben wir unsere Betriebszeit seit der letzten Rückspülung. Bei 7 haben wir unseren Wintermodus. Hier wird die Ventilteilerdichtung entlastet. Hier haben wir unsere Poolsteuerung. Wenn wir hier hineingehen, haben wir unsere Einstellungen. Hier können wir bei den Zyklus-Schaltzeiten unsere Filterzeit von Montag bis Sonntag einstellen. In Grün und in Blau unsere Rückspülungen und in Lila würde uns Zirkulieren angezeigt werden. Wir werden uns jetzt den elektrischen Anschluss vom Luxon Aquastar R anschauen und dazu werde ich den Deckel herunterschrauben. Hier haben wir unsere Spannungsversorgung vom Luxon Aquastar R. Gleich darunter der blaue Anschluss ist für unseren Safety Pack. Daneben haben wir unseren Anschluss für unseren Kanalkugelhahn. Links davon befindet sich der 1314er Anschluss für die Abschaltung der Filterpumpe. Das hat diesen Hintergrund, dass die Filterpumpe immer während des Umstellprozesses abgeschaltet werden muss. Hier haben wir unseren Antennenanschluss für die Luxon R-Technologie, gleich daneben den Knopf zum Einlernen. Diese grüne Klemmenleiste hat mehrere Anschlüsse. Hier haben wir unseren Anschluss für unseren Luxon-Drucksensor. Darunter haben wir den Anschluss für unseren Baha-Drucksensor. Und in dieser Reihe hier oben haben wir unseren Anschluss für unsere One-Wire-Schnittstelle. Hier die 3 weißen Relais sind unsere frei programmierbaren Relais. Dazu haben wir hier unsere Anschlüsse. Unser Luxon Aquastar R ist natürlich auf einen Filter aufgebaut. Wir haben hier unseren Bregenz 2 Filter, der ist sehr wartungsfreundlich, weil er einen großen transparenten Deckel hat mit 400 mm Durchmesser. Da ist auch das Manometer aufgebaut. Zusätzlich haben wir einen Indikator für das Sandlevel. Beim Bregenz 2 Filter haben wir allgemein ein sehr hohes Sandlevel, was sehr gut ist für die Filtration. Zusätzlich haben wir am Boden des Filters eine Entleerung, die gut zugänglich ist. Ein paar wichtige Informationen zum Luxon Aquastar R zum Schluss. Er darf niemals ohne Ventil betrieben werden. Er hat eine optische Stellungsanzeige, eine Handnotbetätigung. Es besteht die Möglichkeit, dass man ein Safety Pack nachrüstet. Dieses sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit. Der Luxon Aquastar R kann auf jedes Braha 6 Wegeventil aufgebaut werden in den Größen 1,5 und 2 Zoll. Weitere Informationen zum iConnect-System finden Sie auf iconnect.net oder shop.p-aqua.com. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt.
Ihr könnt euch ja gerne die weiterführenden Videos dazu anschauen und bis zum nächsten Mal.